Der Berg ist heute noch für mich mächtig, aber damals war es halt irrsinnig beeindruckend, wenn man davor steht und diesen Riesenberg sieht. Dieser Stufenbau, es schaut aus wie eine riesengroße Pyramide eigentlich. War sehr beeindruckend. Einerseits durch diese Farbenvielfalt des Berges, nur habe ich mir definitiv nicht vorstellen können, dort Motorrad zu fahren. Also vor 1995 sind wir mal quasi von Günther Meier darauf hingewiesen worden, dass es so einen Berg überhaupt gibt, muss man wirklich sagen. Und danach sind wir halt hingekommen und waren von der Kulisse überwältigt und sind dort einmal gleich spazieren gefahren. Dann haben wir gesehen, dass das Gelände einfach klasse ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier mal eine Veranstaltung. Und haben diese Veranstaltung dann eben 1995 gestartet einmal. Und die Faszination, die Idee zu haben, dort auf diesem Eisenbergrennen zu fahren, das hat mir so schon sehr getaugt. Und vor allem die Idee, dass dort der, lass mich so ausdrücken, der Otto-Normalverbraucher sich ein Motorrad kaufen kann, trainieren kann, sich anmelden kann, einfach dort an dem Rennen teilhaben zu können, um unter Umständen auch gewinnen gegen die Top-Elite der Welt. Die Föst Alpine hat ja von Tag 1 Erzberg-Rodeo ja immer schon das Sagen gehabt, also was die Grundstückssituation anbelangt und auch das Abbauverhalten dort. Das heißt, wir haben dort quasi den Berg gemietet und Eisenerz hat von uns quasi nichts gewusst. Ja. Wir sind dort raufgekommen und waren alleine und wir haben uns alles selber mitgebracht, weil unten in Eisenerz ja keine Ansprechpartner da gewesen sind. Bei der ersten Veranstaltung ist das Rennen noch sehr viel manuell abgelaufen. Also das heißt, es war nicht ein Zeitfahren, sondern es sind 20 Leute auf einmal gestartet. Und der, was am schnellsten oben war, den haben wir auf einen Zettel aufgeschrieben und so haben wir Zeitenlisten gemacht per Hand. Es waren damals auch um die 180 Fahrer. Das war auch noch nicht so viel. Das war alles sehr schön überschaubar eigentlich. Also wir haben die Leute einfach eingeladen und haben alle auf einen Strich aufgestellt und die Leute sind halt einfach auf und ab gefahren. Jawohl, aber ja runter! Für uns ist in erster Linie der Spaß im Vordergrund gestanden und auch gleichzeitig, dass wir die Leute gut beschäftigen und dass wir gut essen, gut trinken und einfach ein Feedback bekommen, ein gutes. Und das ist uns, glaube ich, gelungen damals. Die Art von Enduro-Rennen war eigentlich nicht verbreitet. Also der österreichische Motorsport ist damals im Enduro-Bereich wirklich am Boden gewesen. Die haben bei den Enduro-Rennen nur mehr noch 20, 30 Starter gehabt. Und auf einmal haben wir am Erzberg dort ein Starterfeld von 200. Ja. Wir haben halt das Glück gehabt, dass wir eine gute Location gehabt haben und gleichzeitig auch die richtigen Partner und die richtigen Leute um uns. Ja. Und das macht mich eigentlich sehr stolz und freut mich eigentlich sehr, dass das gibt, dass in Österreich eben so viele Rennen jetzt sind. Und der Ursprung ist eigentlich eben von diesem Erzberg Rodeo 1995 gekommen. Die Location und die Kontakte damals von Günther Meier haben eigentlich auch bewirkt, dass gleich so ein Superstar wie der Alfie Cox hier in den Start geht. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir ihn begrüßen dürfen. In Alfie Cox, South Africa. Ein stämmiger, netter, sportlicher Typ, bei dem Motorradfahren an erster Stelle steht und noch dazu freundschaftlich, Spaß, im schweren Gelände dann einfach unkontrollierbar schnell weg. Der Alfie Cox war der Hero und wenn du mit dem Fahren gegangen bist, da bist du auch noch auf der Reihe rumgelegen, weil der hat natürlich alles können. Wir sind hinten nachgekrochen. Ja, er hat vielleicht zu seiner Zeit damals eben schon mehr dieses extreme Enduro gelebt oder gekannt und auch diese Fahrweise. Ich glaube, er hat sich wohlgefühlt und das war auch ein wichtiger Aspekt, weil er ist ja quasi auch zukunftsweisend gewesen und ich glaube, er ist auch sehr gut in den Medien dann angekommen und war auch quasi ein Sprachrohr international für das Erzberg Rodeo heute.
it's nice to have a speedy race before you're going to have a hard enduro on the next day. It's very nice to have you here, Alfie. Alfie Cox, Südafrika. Ich erinnere mich gerne an Alfie Cox, weil er ein irrsinnig lustiger Typ ist und immer für irrsinnige Scherze bereit ist. Da gibt es nicht viel zum Sagen, das ist einfach einer der Besten gewesen damals, der lange Zeit.